Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch ein kleines Reh in Aquarell umsetzen. Zuerst mache ich mir mit einem Aquarellstift eine kleine Skizze von einem Foto oder einer Vorlage, könnt ihr wählen. Nur die Konturen führe ich aus. Ganz wichtig, das Geweih ist gar nicht so einfach zu malen. Dann befeuchte ich das Papier rund um das Reh und in der Mitte nur ganz zart, also ja nicht zu viel Wasser. Ihr seht, ich habe einen Aquarellstift von Cretacolor verwendet. Da kann man gleich leichte Schattierungen anbringen und man sieht, wie das Bild dann wirken wird. Was man sich vorher genau überlegen sollte, eigentlich bei jedem Aquarell, welche Stellen mache ich dunkel und welche hell. Kontraste setzen ist ganz wichtig, weiß lassen, das Licht einfließen lassen, das ist alles sehr wichtig beim Aquarell. Und nun lege ich schon mit der ersten Grundierung los. Ich versuche eine Lasur zu erstellen, und zwar mit Quinacridone Lasur Orange und etwas Sienna gebrannt. Das ist ein zarter rotbrauner Ton. Und hier sehe ich schon, wo muss ich noch mehr Dunkelheit erzielen, wo weniger. Jetzt nehme ich ganz dunkle Farbe, das ist das Van Dyck Braun. Ihr müsst beachten, das Papier ist etwas feucht, das heißt, die Farben zerrinnen ein wenig. Aber das hat den Vorteil, dass ich auch noch Veränderungen vornehmen kann und leichte Schattierungen, die beim Reh ganz besonders wichtig sind. Jetzt sind die Striche noch viel zu hart im Gesicht, aber ihr werdet sehen, es wird gleich viel weicher. Ich verwende dann einfach nur mehr einen feuchten Pinsel und schattiere das Gesicht. Beim Auge lasse ich es besonders weiß und vorne ist es sehr dunkel, aber mit ein paar weißen Lichtpunkten. Das müsst ihr dann wirklich genau aussparen. Die sind sehr wichtig. Insgesamt brauche ich für dieses Bild folgende Farben, und zwar Brauntöne in Sienna gebrannt, dann ein Quinacridone Goldton, ein Van Dyck Braun und etwas Grün dann noch für den Baum. Für den Baumstamm verwende ich auch dieses Van Dyck Braun, das ist sehr schön. Und wer will, kann auch noch etwas Indigo hineinmischen. Dann wird es nicht ganz so hart. Ihr seht, das ist wirklich ein Spiel mit Wasser und Farbe. Das Papier ist ein sehr gutes Papier von Hahnemühle, The Collection. Es bleibt länger feucht, dadurch kann ich die Farben noch sehr gut verändern. Jetzt gestalte ich den Baum. Immer aufpassen, der Baumstamm ist unten dicker und oben dünner. Ein paar Äste noch dazu. Ja, und das Grün, das jetzt ins Spiel kommt, das habe ich noch vergessen. Das ist das Pyrelengrün von Schminke. Die Aquarellfarben sind alle von Schminke. Und dann noch ein wenig Zoelinblau gemischt mit Ultramarin und Indigo. Eine ganz zarte Blaumischung für den Himmel verwende ich noch. Wirklich ganz zart. Ihr müsst euch im Hintergrund zurückhalten, sonst kommt der Hintergrund nach vorne. Lediglich hier neben dem Reh lege ich etwas dunkler an, damit damit die helle Seite des Rehs dann besser wirken kann. Und ihr seht hier im Hintergrund zeichne ich so eine Art kleine Landschaft noch an.
Das würde aber schon für den Hintergrund reichen. Und jetzt wende ich mich wieder den Details zu. Ich mache das oft abwechselnd, dann kann die Farbe derweil trocknen. Wenn die Farbe trocken ist, kann ich die nächste Lasur drüber legen. Noch ein kleiner Tipp zu dem Pinsel. Ich verwende hier einen Rundpinsel von Da Vinci. Die Marke Casaneo ist eine sehr gute Marke von Da Vinci. Das sind Kunsthaarpinsel, aber wirklich gut dem Echthaar nahe. Oder ein Echthaarpinsel-Gemisch mit Synthetik und echten Haaren. Für die Details habe ich hier einen Synthetikpinsel, einen ganz, ganz dünnen und feinen. Ich habe das Papier vorher abgeklebt mit einem Malerkrepp, damit ich dann einen weißen Rand habe und kein Problem, wenn ich ganz hinausmale, dann kann ich noch immer ein Passepartout zuschneiden, ohne dass ich irgendeinen Strich vom Bild verliere. Wenn ich nicht abklebe und ganz am Rand etwas Wichtiges habe, dann nimmt das Passepartout diese Stelle weg und das ist oft ärgerlich. Jetzt wende ich mich noch der Ausführung des Geweihs zu. Das ist noch sehr verschwommen und auch hier kann ich jetzt, wenn das Papier trocken ist, wieder schön drüber malen und auch die Farbe wieder anlösen und besser verteilen, damit die Schattierung besser hervorkommt. Immer wieder wechsle ich die Stelle, damit in der Zwischenzeit die andere Stelle wieder trocknen kann. Und ich bleibe aber im Fluss des Malens. Jetzt verändere ich noch ein bisschen den Kopf. Ja, und die Augen natürlich sind auch ganz, ganz wichtig, die Ausführung. Und wie ihr seht, das Weiß ist auch sehr wichtig. Wenn ich das alles jetzt dunkel zumale, dann verliert dieses Bild sicher an Kraft und Wirkung. Die genaue Beschreibung der Materialien, Papier, Farben und Pinsel findet ihr dann wie immer unten im Text, beziehungsweise ihr könnt auch gerne ein E-Mail schreiben. Wir haben auch einen Versand, info@lapilot.at oder gleich direkt der Shop lapilotshop.at. Könnt ihr bestellen, anrufen, wie immer ihr wollt. Und wieder verändere ich etwas beim Geweih, solange bis es mir gefällt. Man sollte natürlich das Papier nicht überstrapazieren. Gutes Papier hält natürlich länger. Schlechtes Papier fängt dann an zu fusseln und sich zu zerlegen. Das ist nicht gut. Man sollte aber bei jedem Aquarell nicht zu oft drüber gehen. Es verliert dann an Wirkung. Ihr seht jetzt, wo der Baum getrocknet ist mir ein bisschen zu hell. Dann lege ich jetzt noch eine dunkle Schicht drüber über den Stamm und auch über die Äste. Feinheiten mache ich jetzt auch noch mit dem Stift.
Das ist ein Aquarellstift, wie gesagt, von Cretacolor, der sich dann harmonisch einfügt in das Bild, weil er sich verwäscht. Ja, und jetzt sind wir schon fast beim Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen, würde mich über Kommentare riesig freuen und natürlich über Likes. Bis zum nächsten Mal, ich lasse mir sicher wieder was Nettes einfallen für euch.